walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July. Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es dann wieder von mir das nächste Türchen. Und zwar sind wir jetzt bei Türchen Nummer 5. Und das Türchen halte ich auch hier in der Hand. Du hast die Möglichkeit, heute ein Tütchen bei mir zu gewinnen mit Beauty-Produkten. Und zwar musst du Folgendes machen. Einfach ein Abonnent meines Kanals sein, ein Däumchen nach oben geben, diesem Video ein Däumchen nach oben geben und fleißig kommentieren. Und ich werde über den Zufallsgenerator durch die Kommentare gehen und den oder die Gewinnerin auslosen. Ja, ganz einfach. Also ihr müsst nicht so viel machen und ihr könnt einfach bei dem Gewinnspiel teilnehmen. Heute möchte ich über das Thema sprechen, Nase. Aufgrund dessen, weil ich immer noch so viele Nachrichten auf Instagram von euch bekomme in Bezug zur Kristall-Kortison Behandlung an der Nase. Viele von euch wissen ja, dass ich bei der Fr.Dr. Selma Uygun war und mir die Nase habe machen lassen. Aber ich möchte, dass ihr jetzt auch wisst, diese Behandlung habe ich selber bezahlt. Okay? Ich habe sie bezahlt und erst im Nachhinein hat sie erst erfahren, dass ich überhaupt Bloggerin bin. Und ich bin so überrascht, wie enorm angesagt dieses Thema bei euch ist. Ich kriege so viele Nachrichten darüber. Deshalb dachte ich mir, ich werde heute das eigentlich geplante Video nicht online stellen, sondern das Video hier online stellen, wo ich über diese Kristall-Kortison-Behandlung rede. Ich lese eure Fragen vor und dann werde ich euch das Ganze halt auch nach und nach beantworten. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne über Instagram oder hier auf YouTube schreiben. Ja? So, dann fangen wir an mit der ersten Frage. Und zwar, wofür ist diese Behandlung? Wie wirkt es sich auf die Nase aus? Kortison ist ein medizinisches Produkt, was eigentlich zum Beispiel bei Patienten angewendet wird, die eine chronische Erkrankung haben, oder zum Beispiel findet ihr auch Kortison in Medikamenten, die verschreibungspflichtig sind, und viele Ärzte sind extrem vorsichtig, wenn es um die Einnahme geht. Und auch die Behandlung an der Nase, wo man das Kortison hier reinspritzt, ist auch mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, nicht jeder Arzt kann es einfach mal machen und man sollte sich halt auch Gedanken machen, bei welchem Arzt man das macht. Es muss jemand sein, der Erfahrung mitbringt. Okay, Kortison wirkt sich halt auf die Nase so aus, dass die Nasenhaut sich zusammenzieht. Das heißt, die Haut wird verdünnt und das Eiweiß wird rausgenommen. Und zwar, die Nase ist ja ein Schwellkörper und Kortison trägt dazu bei, dass man halt einfach mal diese Schwellungen wegbekommt. Man sollte auch bedenken, man muss es sehr gleichmäßig auch reinspritzen, dass man halt auch keine Unebenheiten hat. Ne? Es hat auch Risiken, aber es dient dazu, dass die Nasenhaut sich zusammenzieht und die Schwellungen dadurch weggehen. So, nächste Frage. Funktioniert die Behandlung nur bei bereits operierten Nasen? Nein, es funktioniert nicht nur bei den bereits operierten Nasen, aber es ist ratsam, nach einer OP, wo die Nase Schwellungen hat, solch eine Behandlung durchführen zu lassen, weil es halt dazu beiträgt, dass die Schwellungen schneller weggehen. Aber es gibt halt auch Menschen, die von Natur aus einfach so eine fettschichtige Nase haben und eine sehr dicke Nasenhaut wie bei mir. Also meine Nasenhaut ist leider sehr dick und deshalb war das halt für mich perfekt. Und bei Patienten, die zum Beispiel einen Höcker haben, die können jetzt nicht sagen, okay, ich mache die Kortisonbehandlung und dann geht der Höcker weg. Nein, dafür eignet es sich absolut nicht. Okay, dann nächste Frage. Tat das weh? Ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir wirklich viel schlimmer vorgestellt. Also, wo die Frau Doktor mir das da reingespritzt hat, haben wir uns währenddessen über das Wetter unterhalten. Und ich war voll entspannt, also es hat nicht wehgetan. Das Unangenehme ist die Angst davor. Also ich war am Anfang so verkrampft und ich dachte mir so, oh mein Gott, das tut weh. Erste, zweite war ich verkrampft und da habe ich mir gedacht, okay, Soraya, stell dich nicht so an. Und sie hat wirklich zick und dann das Ganze massiert. Es hat nicht wehgetan. Es hat einfach nicht wehgetan. Und jetzt, wenn ich mal da hingehe, setze ich mich dahin und sie macht es und gut ist. Und ich gehe da raus, als ob ich gerade mir einen Kaffee bestellt habe, sozusagen. Also es tut nicht weh. Und ich bin ein sehr wehleidiger Mensch. Ihr müsst es mir glauben, dass ich sehr schmerzempfindlich bin. Nächste Frage. Ist Kortison überhaupt so gesund? Hat es keine Nebenwirkungen? Ja, Kortison
bekommen, wie gesagt, nur Patienten, also wenn man sie oral einführt, die eine chronische Erkrankung haben. Aber jetzt zu der Frage wegen der Nase, natürlich hat es Nebenwirkungen. Es ist Kortison, es ist nicht irgendetwas, sondern die Gefahr besteht, dass ihr Unebenheiten bekommt, dass die Nase Dellen bekommt. Ja, ist gegeben. Bei mir muss ich sagen, ich bin so glücklich, also meine Nase hat sich so positiv verändert, sie ist viel schmaler geworden und dieser Knorpel hier vorne ist nicht mehr so wuchtig. Das heißt, ich habe wirklich eine schöne definierte Nase hier bekommen und das Einzige, was negativ ist folgendes: Wenn ich durch die Nase gehe, dann ist das, man merkt, oh mein Gott, wie tief das reingegangen ist. Und hier spüre ich eine Delle, wie so ein kleiner Pickel. Den werde ich nochmal beheben lassen. Ich habe bei der Fr.Dr. Selma Uygun eine 4. Behandlung vorgeschlagen bekommen. Und das ist immer von Patient zu Patient individuell. Es kommt immer auf deine Nasenhaut an und wie deine Nase beschaffen ist. Bei den einen braucht man halt nur eine Behandlung, bei den anderen 2. Bei mir sind es sogar 4. Warum? Das ist deshalb, weil meine Nase halt auch vorbelastet ist durch die Vor-OPs und weil ich eine dicke Nasenhaut habe. Und ja, Risiko ist da. Deshalb rate ich euch wirklich zu einem erfahrenen Arzt zu gehen und jemanden zu wählen, der wirklich vom Fach ist. Ich hatte nach den OPs hier oben so wie so ein Riemen, also so ein Streifen. Und ich war davon fest überzeugt, dass es ein Knochen war. Und ich habe zu der Fr.Dr. Selma Uygun gesagt gehabt, bei meiner ersten Behandlung, ich habe hier einen Knochen. Ich glaube, der Arzt hat hier nicht richtig gearbeitet. Sie hat sich das angesehen, hat angefasst und es ist hart. Es ist wirklich hart gewesen. Und sie meinte, nein, das sind Schwellungen. Das heißt, nur der Arzt kann beurteilen, ob es bei euch der Knochen ist oder das Gewebe oder das Fett oder je nachdem. Aber ich war davon überzeugt, es war Knochen und dieser Knochen ist einfach weggegangen. Ich habe diesen Strich nicht mehr, aber ich merke halt dadurch, dass es halt so zurückgegangen ist, weil ich halt so enorme Schwellungen hier hatte, dass ich eine kleine Delle hier bekommen habe. Aber das wird behoben. Das sieht man nicht, man fühlt es nur, aber mich persönlich stört es, deshalb mache ich es halt nochmal. Kannst du ein Bild zeigen, wie deine Nase vor der Behandlung aussah? Ja, sehr gerne. Ich habe, bevor die Behandlung stattgefunden hat, ein Vorherbild gemacht. Das blende ich euch einfach mal hier ein. Ich bereue es sehr, dass ich kein richtiges Bild gemacht habe. Aber ihr seht auch hier, ich habe euch ein paar Videos eingeblendet. Da seht ihr, wie breit meine Nase noch vor ein paar Monaten war. Und durch die Behandlung seht ihr einfach die schöne Form. Also es ist schön gerade geworden. Und ich finde, auch wenn es sehr natürlich aussieht, meine Nase hat sich sehr, sehr positiv verändert und das gefällt mir sehr. Und das ist auch das, was ich halt auch wollte. Ich bin morgens aufgestanden und ich meine, ich hatte ja OPs an der Nase gehabt, aber man möchte einfach auch irgendwann mit diesem Thema abschließen. Das heißt, ich möchte nicht morgens aufstehen und ein Zelt im Gesicht haben und mir jedes Mal denken, warum gehen diese Schwellungen nicht weg. Ich habe meine Nase aufgrund der weil sie halt nachoperiert war, Zeit gegeben und abgewartet, aber irgendwann dachte ich mir, nee, also es kann wirklich nicht sein, dass ich morgens aufstehe und die Nase ist 3-mal so groß, als wenn ich abends, bevor ich ins Bett gehe. Es geht nicht. Und deshalb dachte ich mir, okay, jetzt wird es mal langsam Zeit. Nach wie vielen Tagen konntest du eine richtige Veränderung feststellen? Also nach der Erstbehandlung hat sie doch geschrieben. Ganz ehrlich, ich habe schon einen Unterschied nach 5 Tagen gesehen. Also ich bin mit meiner Freundin rausgegangen und sie meinte zu mir, Soraya, deine Nase ist viel stupsiger geworden. Und ich muss hierzu sagen, ich habe auch wirklich fleißig massiert mit Druck und abends noch die Nase getaped. Und ich war sehr genau, was die Nachsorge anging und deshalb hatte ich halt auch so ein positives Ergebnis und so viele Leute haben mich darauf angesprochen, die mich halt etwas länger nicht gesehen haben, die meinten zu mir, Soraya, deine Nase hat sich echt verändert und ich denke mir so, ja, Gott sei Dank sehe ich das nicht nur, sondern es fällt auch bei den Leuten da draußen auf und das Ding ist halt auch, kein Mensch da draußen achtet auf deine Nase eigentlich. Also die Menschen, wenn du dich so unwohl fühlst, kein Mensch sieht diese Makel an dir, wie du sie siehst.
Aber nach dieser Behandlung ist das Ergebnis so gut gewesen, dass es den Leuten sogar wirklich aufgefallen ist. Ne? Das fand ich halt auch mal, es war für mich eine positive Überraschung auf jeden Fall. Wie sieht es aus mit der Schwellung? Wie lang ist die Nase angeschwollen und wie extrem? Also ich kann euch jetzt gerne mal ein Foto einblenden, wie meine Nase unmittelbar nach der Behandlung aussah. Oh mein Gott, ich sah aus wie ein Nashorn. Also so sah ich am ersten Tag aus und am nächsten Tag war das gar nicht mehr da. Meine Nase war viel schmaler. Ich habe am Abend auch noch nicht so richtig massiert, weil es noch ein bisschen wehgetan hat durch die Einstichstellen. Aber am nächsten Tag waren die Schwellungen weg. Ich war wieder alltagstauglich und die Nase sah super aus. Und nach 2 Wochen dachte ich mir so, wow, wie schön ist bitte die Nase geworden. Nach der zweiten Sitzung dachte ich das genauso. Nach 2 Wochen wieder, wow. Nach der dritten auch. Und heute denke ich mir so, wieso hast du das nicht viel früher gemacht eigentlich? Und ihr seht halt die Schwellungen nur am ersten Tag und danach ist gegessen. Kann man es rückgängig machen? Nein. Die Kortisonbehandlung kann man nicht mehr rückgängig machen. Es ist keine Hyaluronsäure, was sich halt abbauen lässt. Es ist ein Medikament, was euch die Schwellungen wegnimmt und es macht eure Nasenhaut dünner. Ihr könnt die Nasenhaut danach nicht nochmal verändern. Das Ergebnis hält für immer. Warum raten viele Ärzte davon ab und empfehlen direkt eine OP zu machen? Ganz einfach, weil nicht alle Ärzte dieselbe Unterschrift haben. Der eine Arzt ist Chirurg und hat als Hauptthema bei sich, was er am besten macht, Brüste. Der andere macht die Lippen schön und dann gibt es Ärzte, die lieben die Nase. Und genau diese Ärzte befassen sich auch mit dem Thema Nase mehr als jemand, der sich mit dem Thema Brüste befasst. Und klar, diese Ärzte wissen natürlich auch, dass Kortison Nebenwirkungen hat und man muss eine gewisse Erfahrung mitbringen, damit man halt auch keine Angst hat, damit zu arbeiten. Und wenn der Arzt sagt, da hilft kein Kortison, sondern eine OP, dann würde ich halt auch darauf vertrauen, aber holt euch nochmal eine andere Meinung. Und bitte geht nicht einfach nur zu einem Chirurgen, der einfach nur eine tolle Rezession hat. Ich würde sowieso nicht auf die Rezessionen des Arztes, also auf die Bewertungen, mich konzentrieren. Glaubt es mir, ich komme vom Fach und ich weiß ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Viele Ärzte haben gute Bewertungen, aber man weiß, dass er eigentlich für diesen Gebiet gar nicht gut ist. Deshalb konzentriert euch nicht immer auf das, sondern recherchiert, macht euch mental, also bereitet euch mental darauf vor und holt euch Meinungen, schaut mal, ob ihr vielleicht Patienten findet, die halt auch eine Behandlung hatten an der Nase oder an den Brüsten oder je nachdem, was ihr machen wollt. Und dann könnt ihr euren Arzt wählen. Aber geht nicht nach Google-Bewertungen. Ich finde das sowieso sehr naiv. Glaubt es mir, vertraut mir. Verändert sich die eigentliche Form der Nase auch oder wird sie nur schmaler? Also bei mir ist es so, dass meine Nase viel schmaler geworden ist und ich habe einen Schwung bekommen. Und meine Nasenspitze ist nach oben gegangen und also die Form hat sich schon bei mir verändert und die Nasenform bleibt so erhalten, wie sie halt auch anatomisch ist, aber sie ist halt schmaler und da, wo die Schwellungen sind, können die dann weggehen und dann sieht man eigentlich die richtige Form der Nase und durch die Schwellungen sieht man vielleicht auch gar nicht die richtige Form. Geht das Fett auch an den Nasenflügel weg? Ja. Bei der zweiten und bei der dritten Behandlung hatte ich hier sehr viele Spritzen bekommen und meine Flügel haben sich auch zusammengezogen. An der ganzen Nase, egal wo das Fett ist, wirkt das Kortison sich aus. Jetzt kommen wir zur letzten Frage und zwar, bist du wirklich 100% zufrieden und ist alles auch gleichmäßig zurückgegangen? Also ich habe euch gerade erklärt, ich habe eine kleine Delle, aber ja, ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr glücklich und ich bin auch froh, dass ich diese Behandlung habe machen lassen. Und mir persönlich geht es nicht darum, dass ich eine kleine Mini-Stümmelnase habe. Das ist ein falsches Bild, was viele haben von einer OP. Ich wollte eine schöne, normale Nase haben, die zu meiner Ethnie passt und einfach nur die Schwellungen weg haben. Ich bin sehr zufrieden mit allem und für diejenigen, die es machen wollen, könnt ihr gerne Fragen stellen. Ihr könnt auch die Fr.Dr. Selma Uygun Fragen stellen und sie beantwortet euch das auch. Sie hat auch ein sehr liebes Team und ich werde auch
meine 4. Behandlung dort machen lassen. Das ist am 17. Dezember und dann werde ich euch auch gerne nochmal mitnehmen. Hier auf Instagram. Deshalb vernetzt euch auch auf Instagram mit mir. Dann seht ihr halt auch, dass ich am 17. Dezember nochmal das machen lasse. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war es auch schon von mir und meinem Video zur der Behandlung an der Nase mit Kristallkortison. Habt ihr Fragen, wendet euch an mich oder an der Fr.Dr. Selma Uygun. Und ansonsten würde ich sagen, viel Erfolg beim Gewinnspiel. Bis morgen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss.